remember the day when we started talking. We were kids and I knocked down all of your marbles, but you did not seem to mind at all. We took So, herzlich willkommen heute zu Conny dekoriert. Und Der Micha, der Kameramann, dabei, dabei. wie immer. Und welches Thema haben wir heute? Maritimes Thema. Genau, maritimes Thema. Mit Sukkulenten und mit Goldschwarz. Und zwar ist das nicht für uns. Das kommt in eine Wohnung, die sehr modern ist, muss ich sagen. Genau, sehr modern, viel Schwarz und Gold hat. Ihr werdet das auch sehen. Das sind nämlich Carmen und Kalle. Und da ist ein großer Esszimmertisch und da wollten die beiden gerne etwas Bepflanztes haben. Und da fiel mir die Schale ein und da wir ja noch das schwarze Spray haben und das Gold, haben wir gedacht, machen wir diese Deko. Ihr Lieben, und wenn euch das Thema interessiert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Die Sonne scheint, es ist schön warm und das passt super nämlich zu unserem Thema. Und hier haben wir die Basis. Guck mal hier, Micha. Wir zeigen euch das mal. Ich finde die wirklich super, super klasse. Das ist ein Pflanzgefäß, wirklich nur so halb rund, nicht viel dran. Aber ich finde, da kann man wirklich eine super schöne Bepflanzung reinmachen. Und da habe ich mich zu entschlossen, das Sedum hier zu nehmen. Und zwar einmal wieder hier mit der Farbgebung am Ende. Und dann wieder die Grünen, das sind ja so Dauerbrenner, finde ich auch immer ganz schön von den Größen her. Und dieses große, wunderschöne, ich finde das so fantastisch. Das hat so tolle Farben, also ich finde das richtig schön. Und wenn man das so mit dem Schwarz, finde ich, ist das doch echt klasse, ja. Oder Micha? Finde ich auch. Passt prima. Genau, passt prima. Und wenn man nämlich hier guckt, die Muscheln, finde ich, passen nämlich auch wieder total prima, weil hier auch diese ganzen Farbgebungen mit drin sind. Obwohl ich heute sagen muss, das wird heute anders, weil heute machen wir nämlich Schwarz-Gold. Und da habe ich jetzt hier nochmal das Effektlack in Schwarz und da haben wir gemacht die Ostereier mit Goldschwarz. Genau. Das ist richtig, richtig klasse, weil das ist matt schwarz. Und dann haben wir wieder dieses Blattgold und zwar habe ich jetzt hier wieder diese Stücken und zwei Pinsel, einen weichen, einen etwas härteren, so wie diese Anlegemilch. Pastos ist für Materialien sowie Metall, Glas, aber auch Holz, Papier. Da kann man diese Anlegemilch mit benutzen. Dann habe ich hier nochmal einen Birkenstock gefunden. Da möchte ich gerne was mit ausprobieren. Und einiges an Muscheln, was ich noch habe in diesem Fundus. Und ein paar Steine und eine Heißklebepistole. Und hier hinten haben wir nochmal, ich gucke einfach, was ich gebrauchen kann. Nochmal diese spanische Moos, auch Dschungelmoos kann man sagen. Kakteenerde und hier noch ein bisschen von diesem weißen Gestrüpp. Genau. Und ich würde sagen, es geht los. Ich werde die erste Pflanze jetzt aus dem Topf nehmen und hier jetzt auch wie immer ganz vorsichtig hier unten die kompletten Wurzeln erstmal abbrechen. Das macht dem Sedum überhaupt nichts. Ich werde das erstmal hier komplett befreien, weil alles andere werde ich jetzt sowieso gleich mit der neuen Kakteen-Sukkulentenerde auffüllen. Und genau, ich breche mir das jetzt erstmal ab. Wenn ihr hier unten zum Beispiel so kleine Blätter habt, die schon verwelkt sind oder vertrocknet, einfach ein bisschen abziehen. Und genau. Und das mache ich jetzt mit den anderen beiden Pflanzen genauso. Einfach raus und wieder ganz vorsichtig die Erde oder die Pflanzen von der Erde befreien. So, ich weiß nicht, so 3, 4 Hände würde ich sagen von der Kakteen-Sukkulentenerde. Mache mir das hier schon mal in das Gefäß rein, also wirklich nicht viel, dass so ein bisschen der Boden bedeckt ist. So, und dann werde ich einfach das
erste oder beziehungsweise das große Sedum nehmen und einfach gucken, wo ich das gerne platzieren möchte jetzt hier in diesem Pflanzgefäß. Und ich denke, ich werde es einfach so ein bisschen nach hinten setzen und die anderen Pflanzen davor. Aber das gucken wir jetzt mal. Ein bisschen aufbrechen. Und zwar ein bisschen zur Seite weg, weil so, ich finde, das ist schöner, wenn wir das jetzt hier ein bisschen so rundherum legen können. Und ich glaube, das passt ganz gut. Das mache ich mit dem anderen jetzt auch. So, ich habe jetzt vorab geguckt, wie ich mir die Pflanzen vorne reinmachen kann und habe gleich gemerkt, dass hier vorne natürlich mehr Erde rauf muss, weil das Wurzelwerk natürlich viel kürzer ist als bei diesem großen hier. Und werde hier hinten aber jetzt auch gleich das mit Erde auffüllen. Und jetzt breche ich mir ganz vorsichtig hier das Sedum auf und lege mir das jetzt so in die Position, wo ich das gerne hätte. Da gucke ich jetzt einfach, wo die ganzen kleinen Pflanzen reinpassen. Ich habe die ganzen Pflanzen jetzt hier reingemacht und werde jetzt hier hinten nochmal komplett das richtig schön nochmal mit Erde auffüllen, damit dieses größere Sedum auch gute Stabilität hat. Und ich glaube, so ist das jetzt auch wirklich richtig schön. So, das heißt, unsere Pflanzen sind jetzt schon mal drin und dann geht es jetzt weiter für die Dekoration. Die wird ja maritim, ich würde mal sagen eher in so einem edleren Look. Und ich glaube, dann nehme ich jetzt hier ein bisschen von dem Dschungelmoos, weil ich habe jetzt hier hinten, wo ich die Erde aufgefüllt habe, ich kann es einmal drehen. Da möchte ich jetzt auch keine Pflanzen weiter haben. Und werde jetzt hier, ich finde, das ist auch so ein bisschen, sieht das aus wie Seegras oder so. Und ich finde, das ist auch nochmal sehr natürlich und gibt dir nochmal so einen ganz natürlichen Touch. Und das kann auch ruhig ein bisschen auf das Gefäß raufgehen. Das ist natürlich prima, weil das einen super schönen breiten Rand hat. Und da könnt ihr jetzt gucken, spielerisch, wie ihr das spanische Moos hier mit eindekoriert. Weiter geht's mit den kleinen Steinchen und dann nehme ich jetzt einfach hier noch mal so ein paar. Ich kann das mal zeigen. Ich habe die Pflanze jetzt so ein bisschen hochgehoben und werde mir die, der ist mir ein bisschen zu groß, einfach noch mal größentechnisch gucken, dass ich die einfach noch mal so ein bisschen dazwischen setzen kann. Wo kleine Lücken sind, könnt ihr gucken und da arbeite ich jetzt noch mal die Steine ganz leicht mit ein. Ich glaube, mehr braucht man auch gar nicht. Ein bisschen Moos, Pflanze, ein ganz bisschen an Stein. Jetzt haben wir wirklich super Natur. Und jetzt fange ich gleich an. Und zwar werde ich mir jetzt hier Muscheln aussuchen, die ich habe. Und gucke jetzt einfach mal größentechnisch, wie ich mir die nachher hier auf die Schale rauf machen kann. Hin und her überlegt und ich finde nämlich dekomäßig ist es jetzt total klasse, wenn wir diesen Birkenast einfach seitlich mit drauf dekorieren. Ich finde, das ist ein super Element und die Muscheln können da jetzt so ein bisschen dekorativ nachher rauf und mit in die Bepflanzung also wie soll ich sagen, es soll mit in die Bepflanzung einfließen. Und jetzt werde ich erstmal gucken, ich nehme das jetzt erstmal runter und packe die Schale zur Seite. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe jetzt hier den Stamm und die Muscheln in eine Schale gepackt mit ein bisschen Zeitungspapier und werde jetzt das Lack ein bisschen schütteln und das einmal von dieser Seite komplett besprühen. Und einmal besprüht von einer Seite und dann ungefähr, ich würde mal sagen, 10 Minuten getrocknet, dann umgedreht und von der anderen Seite gesprüht. Wenn das jetzt nicht komplett schwarz wird oder hier nicht schwarz geworden ist, finde ich das überhaupt nicht schlimm, weil ich werde euch zeigen, warum. Ich nehme das jetzt einfach mal eben komplett raus. Jetzt nehme ich die Anlegemilch und werde jetzt hier einfach überall ein bisschen, und da kann man natürlich super jetzt die Stellen nehmen, auch die nicht schwarz geworden sind, und pinsel mir das jetzt hier überall ein bisschen ein. Und man kann auch so ein bisschen hier, so wie man es gerne hätte. Ich gehe jetzt einfach hier so zack überall mal ein bisschen rum. Und das muss jetzt auch wirklich richtig gut trocknen. Ich werde euch auch gleich zeigen, wie. Und hier an dieser Muschel zum Beispiel mache ich jetzt so ein bisschen nur
an den kleinen. Hier zum Beispiel ist es auch nicht schwarz geworden. Dann mache ich das so, zack. Und werde das jetzt, wie gesagt, mit der Anlegemilch ein bisschen anstreichen. Dann würde ich sagen, ungefähr trocknen. Ihr müsst da einfach mal mit dem Finger rangehen. Und wenn das so richtig schön backt, also klebrig ist, dann können wir nämlich anfangen, das Gold anzulegen. So, ich mache das jetzt mal eben mit den ganzen Muscheln. Guck mal, hier kann man das ganz gut sehen. Das, was noch weiß ist, ist noch feucht und da ist es schon ganz gut angetrocknet. Und da, wo es angetrocknet ist, wächst auch richtig. Also richtig schön klebrig. Und so muss es aber auch komplett sein. Also bitte nicht das Gold anlegen, wenn es noch weiß ist, sondern wir warten jetzt einfach ab, bis das komplette, also die komplette Anlegemilch eingetrocknet ist. Hier ist es schon fast. Und ja, dann geht das gleich los. Angetrocknet. Jetzt nehmt ihr das Blattgold und legt das einfach so darauf. Ich bleibe hier schon kleben. Ich nehme jetzt noch ein Stück. Ich habe eben schon 2 gemacht, weil es tatsächlich angefangen hat zu regnen. Und ich habe gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und jetzt nehme ich hier den Pinsel, und zwar einen borstigen Pinsel, und streiche jetzt ganz vorsichtig das Blattgold ab. Schön festmachen und runterstreichen. Und das sieht doch schön aus, oder? Ja. Ich finde das auch. Ich fand das bei den Ostereiern schon total klasse. Gerade diese Kombi mit diesem matten Schwarz und dann dieses tolle Gold oben drauf, finde ich total schön. Ich mache eben, wie gesagt, auch diesen Vintage-Look ganz gerne. Ich finde, das passt doch ganz schön, oder? Mhm. Ja. Genau. Und das machen wir jetzt mit, hier habe ich schon mal 2 gemacht eben gerade. Die sehen so aus. Auch die kleine finde ich total schön. Und ich werde jetzt den Rest, den ich eingesprüht hatte, jetzt fertig machen, genauso wie den Ast. Back away, and now we're grown up. I don't really see you enough. There's too much to be done. Was wichtig ist jetzt wirklich, dass man wirklich die Reste komplett schön abstreift mit dem Pinsel. Und ja, diese ganzen kleinen Flusen und Fussel, ja, dass man das richtig schön abmacht. Und ich lege den einfach mal hier so rauf und das sieht doch schon ganz nett aus, oder? Das passt richtig gut. Ja. Das Goldene. Und dann so mit den Muscheln. Jetzt gucken wir einfach mal. Ich werde jetzt noch mal die restlichen eben fertig machen. Es kommt nämlich richtig nass gerade runter. Und genau, dann machen wir gleich weiter. Jetzt nehme ich die Heißkleber und werde jetzt hier schon mal ein bisschen auf meinen Ast Heißkleber rauf machen. Und das macht der Keramik überhaupt nichts. Das kann man super danach wieder abmachen. Und das klebe ich mir jetzt hier, ja, jetzt hält das schon, ich hätte es gerne noch so ein Stück, klebe ich mir jetzt hier so ein bisschen fest, dass das so ein bisschen in die Bepflanzung reingeht. Und die kleinen Muscheln, beziehungsweise ich denke, die jetzt einfach mal so ganz natürlich darauf kleben. Ich finde, diese kleinen passen ganz gut dazu. So, und jetzt hier am Ende finde ich das ganz niedlich. Dann haben wir so einen ganz netten Abschluss auch vom Ast. Einfach so ans Ende setzen, bisschen gegenhalten, antrocknen. Und das mache ich jetzt am anderen Ende auch. Da muss man jetzt natürlich aufpassen, dass es nicht zu unruhig wird. Und ich habe mir das jetzt einmal so gegengehalten, beziehungsweise raufgehalten. Und ich finde das ganz schön, wenn jetzt auf der anderen Seite praktisch nochmal dieses Farbkonzept mit Schwarz-Gold sich nochmal widerspiegelt. Und ich finde das ganz schön, wenn das von der Bepflanzung so ein bisschen in die Schale und dann nochmal so ein bisschen rausgeht. Also einmal so komplett weg. Und ich kann das ja einmal eben so drehen. Ich finde das ganz nett. Wie findest du das? Ja, das passt richtig gut. Passt gut? Ja. Gut, dann nehmen wir einfach mal die Heißklebe und ich werde das jetzt hier einmal an das Moos rankleben. Und hier vorne mache ich das genauso. Ein bisschen Heißklebe und hier auch noch mal an das Moos. Und wie gesagt, das werde ich jetzt hier noch mal an die Schale kleben. Das macht nichts.
Da mache ich auch noch ein bisschen Heißkleber ran und hier vorne genauso. Und werde diese Muschel jetzt so ein bisschen, dass sie von der Schale weggeht. Maritim, ganz modern, aber auch natürlich. Und ihr Lieben, wenn wir euch damit heute inspiriert haben, würden wir uns sehr über einen Daumen hoch, ein kostenloses Abo, aktiviert die Glocke, bekommt ihr immer Info, wenn ein neues Video online ist. Folgt uns auf Instagram, Facebook, immer gerne, kommen immer Feedbacks, kleine Highlights. Würde ich mich sehr freuen, auch über Fotos auf diesem Wege. Genau, also ich freue mich bis auf die nächsten Tage, eure Conny und... Euer Michael, der Kameramann. Genau. Und nicht zu vergessen, ihr werdet sehen, wenn Kalle kocht, wenn ihr gerne Omas Rezepte selber kocht, guckt doch mal, Kalle kocht, der macht super Rezepte mit der Carmen zusammen. Die ist nämlich da die Kamerafrau und da fahren wir bald hin und dekorieren und Kalle kocht und die Schale werdet ihr da wiedersehen. Also bis bald. Tschüss. Tschüss. It's no fun, but even if we're far apart, I know where we belong. Haven't changed a bit in my heart. Your words have never been